Junge, das ist ein Riesenfisch. Großer Jan, großer Jan. Oh, Scheiße. In dieser Folge bereinigen wir wieder die Spree. Weil überall, wo Menschen ans Wasser kommen, landet auch Müll im Wasser. Wir sammeln Elektroroller, Fahrräder. Wirklich anstrengend, sag ich euch. Gucken, ob wir Waffen finden. Was man hier nicht in Berlin alles findet, ne? Angeln später auch noch auf dicke Zander. Und es kommt auch noch ein Gast, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Montes. Alles gut? Komm rein. Ich habe ja meine Bucketlist jetzt hier heute, ne? Mit Dustin angeln gehen. Viel Spaß mit der Folge. Let's go. Wunderschönes Wetter, glasklares Wasser. Das ist genau die Zeit, um die Spree wieder aufzuräumen. Und wer ist wie immer dabei? Ihr seht ihn leider nicht, weil wie immer zu spät. Wir waren um 11 verabredet, es ist 11:15. Egal, wird schon gleich kommen. Guck mal, schüttelt schon wieder mit dem Kopf. 12, 22. Soll ich dir irgendwie helfen? Herzlich willkommen auf der MS Rockfish. Ich weiß, du bist Invalide gerade, aber das schaffst du, oder? Ja, das schaffe ich. Jan darf heute nämlich nicht arbeiten. Der hat nämlich in Afrika sich was eingefangen? Irgendein Keim. Hat Bienenstich, der mir irgendwelche Bakterien drin gekloppt hat. so ein Loch im Bein, das ist kein Witz, die Größe. Jan? Hätte man alles, Und so tief. Hätte man alles verhindern können, wäre ich gleich zum Arzt gegangen. Muss ich ehrlich dazu sagen. Habe ich nicht gemacht, trottel ich. Der Plan ist, wir fahren jetzt unsere ganze normale Standardstrecke, Oberbaumbrücke, Janowitzbrücke. Die haben wir letztes Jahr wirklich hart beackert, du warst mit dabei. Ja. Wir haben viel Kram rausgeholt und jetzt wird sich zeigen, ob tatsächlich in diesem Jahr was nachgekommen ist. Oder ob Vermute wir... mal schon. Richtig. Wir sind natürlich auch nicht alleine, wir sind mit den Jungs von Scotty unterwegs. Maskottchen. Scotty sag ich schon. Ne? Hier, sag Scotty doch von mal kurz deinen Namen Maskottchen. nochmal. Hi, ich bin Scotty von Maskottchen & Co. Genau. Ja. Und dein Papa oder wer ist das? Mein Papa. Das könnte mein Vater sein. Nicht dein Papa, sein Papa. Also, nee, der Papa kommt noch. Du rüttelst arg am Schellenbaum hier. Warum? Ist das so eine Beleidigung, wenn er dein Sohn wäre? Du, ich hab 3. Ne? Und das sind solche Typen. Ja. Ach ja, okay. Ja, siehst du? Typ bin ich nicht. Ja, das ist Gregor, mein Freund Gregor, auch Hausbootbewohner. Ah ja, cool. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Monukulmen, weil überall, wo Menschen ans Wasser kommen, landet auch Müll im Wasser. Und genau diese Stellen suchen wir jetzt ab. Muss man mal wieder, wie jedes Mal, wenn wir das machen, Jan hervorheben. Er macht das ja nicht nur einmal, wenn wir mit der Kamera dabei sind, sondern der macht das sehr regelmäßig, hält hier unsere Gewässer sauber. Wir als Angler müssen da immer gucken, dass wir da auch viel zurückgeben. Auch ein ganz neues Tool, jetzt der Wasserkokomat. Auch eine Taucherbrille mitnehmen können und reinspringen. Oh, das machst Jan, pass mit deinem Bein auf. Kannst du richtig sehen, wie die Kids hier so riesen Spaß daran hatten, irgendwelche Plattensteine hier ins Wasser zu flacken. Ja, wir können wirklich sehr gut auf den Grund sehen. Das ist schon mal eine super Voraussetzung. Wenn du einen Aal siehst, sagst du Bescheid, ja? Jawohl. Aber man muss sagen, hier hatten wir immer wenig an der Stelle. Hier liegt ein Fahrrad. Stopp! Mit Stopp. Gefühl! Noch ein Stück zurück. Stück zurück noch. Stück zurück. Stange einfach hin. Guck mal, meine Stange, siehst du sie? Ja, du bist genau drauf. Jetzt stehen wir genau drauf. Ich hab's. Ja, jawohl. Hast du. Hoch damit. Bist du unten dran? Helft dir? Schafft er das? Ja. Weiter geht's, Gregor. Und die ersten Fische gefangen, ja. Grunde. So, guck mal hier. Erste Fisch heute. Erste Fang. Aber die ersten 2 Mülldinger sind raus. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Hier haben wir einen Bauzaun, den wollen wir nicht. Hier ist ein Fahrrad. Da ist ein Fahrrad. Jetzt, ja, du bist dran. Petri heil. Petri. Oh, hier, die ist doch schon ein schöner Köderfisch für heute Abend. Da sitzen sie drin, ne, die Biester. Seht ihr es? Richtig drin in der Struktur. Hier ist ein Fahrrad, auf jeden Fall. Ja, jetzt bist du dran. Jawohl, jetzt hast du es. Und ein Stück zurück liegt noch ein E-Scooter. Das ist doch so ein scheiß Elektrofahrrad. Oh, guck mal hier. Oh, große. Ja, alles voller dicker Gundeln. Siehst du? Vorsichtig. Hier ist der Scooter. Genau unter uns. Jawohl, da ist er. Da kommt er. Das, was wir hier rausholen, ist mit Abstand das Gefährlichste für die Umwelt. Lithium-Ionen-Akkus. Die lösen sich früher oder später auf jeden Fall im Wasser auf und sind extrem giftig für die Umwelt. Sonst.
Der liegt hier auch schon länger. Das Schöne ist, dass wir uns ganz unkompliziert unsere Köderfische für heute Abend selber fangen. Irgendwas habe ich. Ich hab irgendwas, Jan. Was ist das? Der Stuhl. Jawohl! Geht uns nur um die Muscheln. Heute Abend mal her. Safety first. Schloss ist noch dran. Alter, wie viele Grundeln da drin sind. Ich bin ja gespannt. Schreibt ihr mal jetzt in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass wir dieses Mal wieder einen Aal fangen. Jan, was glaubst du? Fangen wir einen Aal diesmal? Ich bin optimistisch. Eigentlich hat man jetzt jedes Jahr einen Aal. In irgendeinem Rohr wird er schon wieder sein. Gut, weiter jetzt. Stück zurück. Also ich habe das Gefühl, wir sind viel effektiver, seitdem du dieses Ding hast. Ja, ne? Das geht voll klar hier. Ja. So, hier kommt's, hier ist es, direkt unter mir. Ja, hier. Ui, ui, ui. Danke. Das sind die Köderfische, die wir brauchen. Ah, da beißen sie auf, die Zander. Ja, und wir haben ja heute einen Anfänger dabei und wenn der so einen Köderfisch am Dropshot fischt, so, ist ziemlich gut, glaube ich. Der fängt dann sein PB in der Festgastfolge. Ja, da müsste wir schwimmen gehen. Weiß er das schon? Nee, das müssen wir ihm noch sagen. So, jetzt haben wir was. Sind wir gespannt, was das ist. Tresor auch nicht schlecht. Ah, Fahrradschloss. Abus, Fahrradschloss. Der erste Aal. Die haben wir früher die Barsche immer gefangen, ne? Ja. Was ist das denn? Ah, Flachbildschirm. Schon ein paar Tage alt. Das war der So, jetzt. Dennis, jetzt kommt deine Rollerstelle. Oder? Da ist ein Roller. Da liegt er. Genau, das ist er. Ist das ein Roller? Ja, ist ein Roller. Adlerauge. Boah, wie weit haben sie den denn geschmissen? Warte, ich helfe dir. Jawohl, Junge. Sehr schön. Aber wie weit haben sie den denn geschmissen? Boah, ah, wir haben ihn. Da ist der Ali. Da ist er. Da ist er, unser Aal. Fast aus dem neuen Auge. Da seht ihr ein kleiner, untermaßiger Aal. Das ist heute Multi-Species-Challenge. Ja. Ja, mal sehen, was wir noch fangen. Oh, das ist eine Tatwaffe. Guckt euch das mal an. Was man hier nicht in Berlin alles findet, ne? W46. Hier. Oh, noch ein Fernseher. Oder? Oh, Markus, kick dir das mal an. Boah, Alter, ja, fast Grundel-PB hier. So, kann einer die Stange nehmen? Ich hab's. Nee, wir haben gerade eine wichtige Aufnahme. Das machst du super da. Ja, mega. So. Gregor, nächster Bogen. Hier ist alles. Oh, Was habt ihr? ich bin gespannt, ob die leer ist. Überhaupt nicht? Naja, voll schmeißt man die ja hier nicht rein, oder? Oh, ist nicht leer. Ich hab Münzen, Oh ja! München. aber fast leer. Schade. Ja, Oh, klack, 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 klack. nicht ganz leer. Der ist auf jeden Fall auch frisch. So. So, man sieht's. Das ist schon alles voll. Viel mehr kriegen wir gar nicht rauf hier. Aber ein bisschen was machen wir noch. Jetzt müssen wir erst mal gucken, ob wir mit dem Teil hier durch die Brücke kommen, durch die Oberbaumbrücke. Weil Jan hat seit neuestem so einen Schornstein hinten drin. Also ich freue mich darüber, weil beim Angeln nachts ist dann schön warm. Und ey, ich glaube, wir können euch heute noch einen richtig, richtig dicken
Zander präsentieren. Vielleicht auch Hecht, Wels haben wir auch schon gefangen zusammen. Ich bin gespannt. Swimmet-Angeln, mit Köderfisch angeln. Ich habe richtig Bock. Aber erstmal müssen wir Arbeit machen. Und dann vielleicht noch eine Pizza essen. Ja. Das ist eine schöne Uhr, was ist denn das? Ja, hört Das ist vielleicht ein Fossil. Na, vielleicht ist das passiert. Ja. Ich habe für Jan hier noch was Passendes gefunden. Jani, mach mal die Äuglein zu. Was geht du noch? Ja, sag ja. Da wollte ich dir noch mal einen schönen Traum verpassen hier. Du solltest aber nicht schlafen, nie wieder. Du solltest nur noch Angst haben, wenn du das machst. Warum? Hast du was dagegen? Ich wollte dich ja nur ein bisschen schöner machen. So viel Zeugs, so viel Batterien, das ist wirklich so schlecht fürs Gewässer. Wenn die irgendwann mal aufgehen. Boah, das Ding ist aber schwer im Vergleich zu den anderen. Oh, hängt knapp. Danke dir. Warte mal. Das zappelt. Ja, es zappelt. Eine fette Grundel drin. Da werden wir heute einen dicken Zander drauf fangen. Das sage ich euch. Aua, das war mein Finger. Oh ja, ist gut da. Backboard. Habt ihr Ja, irgendwas? du hast einen perfekt. Ja, sehr gut. Jetzt halb zur Seite und alle rein. So, Messer scheinen hier im Trend zu sein. Gib mir das nochmal bitte. Ich glaube, hier ist sogar messerfreie Zone. Ich frage mich auch, was man hier an der Oberbäumbrücke mit so einem Ding macht. Die ist ja nicht, um dir Brot zu schmieren, oder? Oh! Ja. Das war. Da jemanden umbringen kannst du damit auch nicht. Gott sei Dank. Oh, das war knapp. Guck mal hier. Fast selbst gestorben. Ist aber nicht durch die Haut, ja? Nee, noch nicht. Zieh mal raus. Okay. Alter, was ist das? Boah, aber richtig. Man lebt gefährlich. Bist du Tetanus geimpft? Natürlich. Ach Jan, bist du auch dabei? Dann liegst du hier nur rum. Da liegst du. Ein bisschen schaffen wir noch, oder? Geldkassette! Johnny hat hier wieder was Tolles gefunden. Willst du mal reingucken mit dem... Das ist nicht. Guck mal, leer. Ach, schade. Au! Was fehlt noch? Das war jetzt Das knapp. ist nicht. Das war wirklich knapp, ey. Er kommt hoch. Oh, warte mal. Kannst du hier so halten? Dann, hier ist ein bisschen wenig Platz. Kannst du hier so halten? Dann hole ich die Stange schnell. Das ist ein Herd. Das ist ein Herd nur. Ja, das stimmt. Ein Herd! Komm! Immer Rinde ins Gehäuse da, genau. Jawohl! Drecksau. Plunder. Jawohl, Junge. Oh, hier, guck mal hier. Halt dich ja mir einen Ader auf. Wir fahren das Ding hier noch ab und dann gehen wir Pizza holen. Ich hab hier irgendwas. Ja. Jetzt bist du am Griff. Sehr gut. Also ich will jetzt eine Pizza bestellen, aber so voll da drin. Egal, ich mach's trotzdem. Ich stell mich jetzt da an, ja? Machst du wirklich? Ja, keine Überraschung, Leute, oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich dachte, dass wir ein bisschen mehr suchen müssen, aber weit gefehlt. Also es war wirklich nach wie vor, obwohl wir die 1000. Aktion gemacht haben, Meter an Meter, Fahrrad, E-Scooter, Leihräder mit Akkus. Also ich bin schon wieder völlig baff, wie krass schnell die Scheiße nachkommt. Unglaublich. Wir müssen weitermachen, anders geht's nicht. Länger als Müll sammeln hat nur das Pizza holen gedauert. Mann ey. Das ist Berlin, wa? So, Rinje. Abmarsch. Leinen los, Steuerbahn! Los. Ja, gut gegessen. Ohne Besteck. Super. Du auch, Markus? Kurze Pause. So, jetzt sind wir gleich da. Jetzt wird gleich der ganze Kram ausgepackt
gemacht, umgeräumt. Der quasi unschönste Part an der ganzen Geschichte. Weil sonst suchen macht ja immer noch so ein bisschen Spaß, aber jetzt schleppen. Aber wir müssen da durch. Und vor allem, wir müssen den Rockfisch noch sauber machen. Das ist die beschissenste Arbeit. Jan, nee, du darfst ja gar nicht, fällt mir gerade ein. Naja, ganz langsam und vorsichtig wird es schon. Kannst du rollen? Ja. Dich doch. Kann er ja nicht. Zuerst ins Wasser fällt, hat verloren. Ich kann nicht mehr. Das reicht, heute genug gemacht. Hast du gehört? Hat er noch hier Bim-Bim gemacht? Ja. Sand. Oh, ey, Alter, dieser Typ, Junge. Das ist so typisch, Jan. Vielleicht war das auch gerade Absicht. gemacht? Ja, nix. Na, halt nix halt. Nix, Jan. Mach immer alles falsch. Kameramann müsste man sein. Wohin, Jan? Diese Dinger, da wo der andere steht, ja? Genau, da in der Ecke. Guck mal, jetzt fährt er noch. Kann ich mit nach Hause fahren jetzt? Die werden abgeholt von den Firmen. Jan, du sollst das nicht machen mit deinem Bein. Ich bin halt ein bisschen langsamer als die anderen. Ja, ganz vorsichtig. Guckt euch das mal an. 13 Roller, 13 Batterien. Stellt euch mal vor, die gehen alle auf die Batterien. Scheiße, ey. Aber ich sag euch eins, ausladen und dann kommt der schöne Part des Tages. Und zwar Zanderangeln. Und Jan wird euch ganz besondere Tricks mit dem Tron zeigen, da bin ich mir sicher. So, wir sind hier durch. Einige schöne Sachen gefunden. Jetzt kommt für euch eine Blende und dann geht's auf dicke Zander. Ich hoffe, wir fangen ein paar. Und halt! Es kommt hier noch ein Gast. Ne? Bin gespannt, ob der was fängt. Der hat noch nie einen Zander gefangen, gerade seinen Angelschein gemacht. Schon Bock. So, First Cast. Ich probiere es mal ein bisschen mit Dropshot, mit toter Grunde. Jan mit dem Tron, also mit unserem Swimmate, den werde ich auch gleich noch mal probieren. Aber tote Grunde am Dropshot. Auf Zander habe ich schon gut gefangen. Und nachdem wir uns die jetzt heute hart erarbeitet haben, die Köderfische, kann das schon was bringen. Oder? So Karma, dicken Fisch. Das wäre mehr als verdient. Ja, kurz zu meiner Einleihergeschwindigkeit. Ich sage immer, wenn es sich nicht falsch anfühlt, ist es nicht richtig. Es muss wirklich wehtun. Wir haben ja 3 Modi, ne? Wir haben Glide Mode, Beaver Mode und Crank Mode. Und Jan hat noch einen Zander Mode quasi für die Nacht. Den kann er euch nachher mal vorstellen. Und dann gibt es auch noch den einen oder anderen Trick, wie man den beim Zanderangeln noch tiefer bekommt. Das zeigen wir euch nachher mal, ne? Sehr gerne. Jetzt fangen wir erstmal hoffentlich einen Fisch. So, wir sind wie die alten Männer. Wir setzen uns jetzt hier hin und angeln. Wir haben auch jede Rechtfertigung dazu. Du meinst nach dem harten Arbeitseinsatz? Nach dem harten Arbeitseinsatz darf man auch mal im Sitzen angeln. Das gibt's doch nicht, ey, hier, dass hier keiner drauf knallt. Ich hätte schwören können, Grundel geht sofort. Jetzt! Jawollo. Kein großer, aber... Dropshot? Ja. Witzig. Auf die Grundel. Das ist ja schon mal geil. Ja! Oh, schöner Küchenzander. Auf die Grundel! Geil. Alter! Gar kein ganz... Ich habe Die Grundel aus dem Schrott, Alter. die Grundel aus dem Schrott. Und dann auch einen Zander damit gefangen. Besser läuft doch nicht. Hammer. Eigentlich muss man jetzt auch schuften für, wa? Das war schuftig, ja. Komm. Ja, die Grundel hängt sogar sogar noch vorne. dran. Schön dekorativ. Da ist er. Der ist gar nicht so schlecht, ey, oder? 65? Schon wirklich schöner Fisch auf die tote Grundel. Geil. Das Geile ist wirklich die Story dahinter, dass wir echt die aus den Schrott noch rausgeholt haben. Ja, Gesagt haben, komm, da fangen wir heute einen Zander drauf und dann klappt es auch noch. ja. Richtig geil. Und ein wirklich schöner Fisch, ey. So, knapp Also perfekte Speisegröße. 65 oder? Ja. Wollen wir Schönes messen? Tier. Nö, ist egal. Schönes Tier. Geil. Mega. Freut mich voll. Gut. Ich würde mitnehmen. Ja, hier. Gute Essgröße. Boah, vor allem, ich habe einen Biss gemerkt, habe noch gesagt, nein. Und dann habe ich nochmal bub bub gemerkt und dann habe ich ihn eine verpellt. Puh. Gott sei Dank, Jan. Ich bin happy, ey. Dropshot, Grunde, geht halt immer. Aber
Jetzt haben wir einen Fisch gefangen. Jetzt wird die Dropshot-Route weggelegt. Getronnt. Und weiter mit dem Swimmick gefischt. Guck mal, andere machen Schrottwichteln, ihr macht Schrottgrundeln. Markus. Schrottgrundeln. Markus. Oh, wer hat jetzt angerufen? Hey, Lukas, sorry. Alles klar. Schon einen dicken Hecht gefangen. Aber wir haben gerade, als du angerufen hast, den ersten Zander gefangen. Das ist aber sauzäh. Das ist, weil ich noch nicht da bin. Wahrscheinlich. Ihr braucht einen Glücksbringer. Ist doch wie wenn man das erste Mal ins Casino geht, dann gewinnt man doch immer. Eigentlich ist das so. Aber hast du schon mal eine First-Class-Folge gesehen? Ja. Das heißt, jeden, den du fängst, ist dein PB. Du weißt, was passiert, wenn man PB fängt, ne? Nee. Weißt Muss man sowas Komisches essen? Nee, man muss baden gehen. Schwimmen an dem Tag. Cool, super. Ungefähr. Super, bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. Na gut, dann kommt jetzt noch der Luca, der Montes. So, Jan ist ein bisschen zu faul, das jetzt zu erklären, weil er will unbedingt angeln. Aber ich wechsle jetzt auch noch mal auf den Tron. Einen Fisch haben wir jetzt gefangen auf Grundel. Und Jan räumt hier so mit dem Tron ab, das müssen wir jetzt auch noch mal machen. Ich erkläre es euch kurz. Also normalerweise wisst ihr, Schaufel 2 ist unsere Beaver-Schaufel. Und die könnt ihr verschieden einklicken. Also erstmal für einen normalen Beaver-Walk so, aber wir wollen tiefer runter. Das heißt, ihr seht's, wenn wir die umdrehen, habt ihr gleich eine Tauchschaufel, die viel tiefer geht. Und dann, normal, wisst ihr, beim Beaver Walk oder Crank Mode macht man einen Beaverschwanz ran. Aber Jan hat schon recht, beim Zanderangeln ist es wichtig, dass der Köder nicht so viel hier arbeitet, sondern relativ gerade läuft und wenig arbeitet. Und deshalb ist die Kombination aus Lippe 2 oder 1, könnt ihr nehmen, welche ihr wollt, kommt ein bisschen auf die Tiefe an. Und das ist die Besonderheit, dem Fishtail. Und dann habt ihr den perfekten Zanderköder. Den reinwerfen, ganz langsam einleiern und dann hoffentlich einen Zander fangen. Jan, wie viel Zander hast du dieses Jahr schon darauf gefangen? Über 40. Über 40 Stück hier auf den Köder. Uns würde heute einer reichen. Aber jetzt fangen wir erstmal einen Fisch. Weißt du, das ist nämlich immer so. Jan ist kamerascheu. Jeden Tag knallt er ihn raus, wenn wir nur so unterwegs sind und so weiter. Jetzt Kamera dabei. Jetzt sind wir schon 20 Minuten ohne Fisch, Jan. Was soll das? Das ist tatsächlich dramatisch. Es ist dramatisch. Fisch. Junge, das ist ein Riesenfisch. Alter. Scheiße. Boah, Alter. Der ist dick, Jan. Der ist dick. Scheiße. Komm, Kescher. Warte, Licht. Boah, großer. Wo bist du? Hier. Großer Jan. Du Scheiße. Ja! Du Scheiße. Alter, was ist das? Fuck, Alter. Was ist das, Jan? Der hat locker 90. Was ist das? Locker 90. Junge, der hat gerade gewechselt auf den Tron. Junge. Guckt euch diesen Fisch an. Junge, was ist das, Jan? Ganz normaler Tag hier auf der Spree. So. Alter. Guckt euch diesen Fisch an. Alter, was ist das? Liegt dran vorne? Ja. Strich 90. Strich 90. 90er. Zander. Hier aus der Spree. Jan, komm her, ist mein Spree-PW. Yes! Auf dem Tron. Oh, das war die Route. Scheiße. Ist egal. Scheiße. Alles ganz. Bei dem Fisch ist das so scheiße. Oh nein, ich glaube, ich habe was gecrackt. Alter, guckt euch diesen Fisch an. Puh. Dicker. Hammer krass, Alter. Es war ja wieder klar, dass der Chef hier wieder persönlich performt. Yes! Das ist mein Spree-PW. Unglaublich. Geil! Ich bin so happy. Yes! Alter, was war das für eine Saison? Was für ein Abschluss. Ja, und vor allem nach so einem Tag, dass es noch so belohnt wurde. Hätte ich jetzt auch bei der letzten Folge im Jahr auch nicht mehr gedacht. 90er. Und wer verpasst wieder alles? Recki ist weg. Komm, lass dich noch mal drücken, Jan. Ist das geil.
400 € Route Alter, kaputt auch gemacht, so aber krass sicher. verdient. 400 €? 350. Ist die so teuer, die Route? Fuck. Aber ist mir ja klar, dass du ankommst, Alter, und hier wieder alle Rekorde knackst. So unfassbar, dieser Mann. Naja, alle Rekorde nicht, aber wir haben vorhin noch gesagt, und ey, ich glaube, wir können euch heute noch einen richtig, richtig dicken Zander präsentieren. Ah, ist das geil. Ey, ich bin durch, Jan. Ich brauche heute nicht mehr angeln. Ist das? Luca, Junge. Komm rein. Die Angelschule. Hast du gefunden? Ja. Alles gut? Komm rein. Schön, dich kennenzulernen mal. Hi, na? Das ist der Markus. Super, hi. Oh, ich habe jetzt Fischfinger. Nicht schlimm, damit habe ich gerechnet. Wäre schlimm, wenn nicht. Ne? Ich hab jetzt Das ist Jan. Fischfinger. Ich hab mir gerade einen 90er Zander gefangen. Ey, Jan, hi. Ich habe ja meine Bucketlist jetzt hier heute. Ne? Einmal dieses Jahr mit Dustin angeln gehen. Ja, geht wir los. gucken mal. Wir gucken mal. Ich hoffe, also wir haben ja diesen Riesenfisch gefangen, ne? Und dann die Route, die ich hier mitgebracht habe, Jan hier lang gerannt und du siehst schon Ah ja, abgebrochen. okay, Aber krass. wir haben trotzdem noch was für dich, also alles gut. Ach, da liegt der. Nee, das ist ein kleiner. Der Ach so. war ungefähr doppelt so groß. Nicht doppelt, Der für aber jemand, der nicht so auf Fische sieht wie ich, jetzt sieht das ganz schön groß aus. das war der gerade, den du verpasst hast. Was? Ja, war für mich auch. war doppelt so groß locker. Scheiße. Aber jetzt fang einfach noch so ein. Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich ziehst du jetzt einen Zander raus. Also erstmal, du hast ja eine Angelprüfung gemacht, du weißt das ja alles, wie das geht, werfen. Ich werde jetzt aber, ich bin durch. Ich brauche heute nichts mehr fangen. Ich werde jetzt eigentlich nur noch dich zum Zander bringen, hoffentlich, Ja. damit du heute baden gehen musst. Lass ihn einmal kurz runtersinken. Merkst du, wenn das Gewicht vergeht? Pop. Und dann ziehst du den ganz so leicht über den Boden. Du kannst eigentlich nichts falsch machen. Klar. Und wenn dann. Das weiß ich auch nächstes Mal, wenn wir mal ins Studio gehen. Ja, okay. Da kann ich sehr viel falsch machen. Also, Hier hatte das denn vorhin den kleinen hier. ich habe immer einen kleinen. Wer nicht? Ich glaube, da zuppelt irgendwas dran. Nee. Oder ist das der Boden, Aber das ist gut, das ist der Boden, das ist genau das, was du willst. Ah ja, Wenn du okay. es merkst, zuppelt so ein bisschen. Und wenn ein Fisch ist er entweder schwerer oder Ah ja, okay. er haut rein. Hast du gerade gedacht, er haut was rein, weil du angehauen hast? Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwas dran rumzuppelt. Kann ich mal kurz? Nicht zu sehen. Oh geil, jetzt sind zwei angeln. Nee. Also ich glaube, du hattest wirklich deinen ersten Biss. Das heißt, da hätte ich jetzt anziehen müssen, Ja. also reinhacken müssen. Der Profi wirft. Ja, schon besser. Ja, war gut. War ein bisschen weiter noch. Jetzt sind wir hier am letzten Spot. Und ich weiß auch, warum Luca noch nichts gefangen hat. Jeder Zander würde PB bedeuten und du willst einfach nicht baden gehen Ja, heute. ich hatte schon mehrere Bisse, aber ich habe extra nicht raus. Extra so LG abgeschüttelt. Ja, aber hier an dem Spot geht jetzt was. Ja, ich habe auch ein gutes Gefühl jetzt. Ja. Ich bin gespannt. Ja? Let's go. Also, war ein harter Tag. Danke. Intensiver Tag, sehr intensiv. Ich muss sagen, also ich bin so happy. Ich bin auch happy, dass ich dich endlich mal kennengelernt habe. Ja, und wir uns gleichfalls. kennengelernt haben. Ich bin auch happy. Wir müssen das nochmal nachholen. Auf jeden Fall. Wir müssen den Fisch fangen zusammen. Ich habe es extra heute nicht gemacht, weil es echt viel zu kalt ist. Es ist zu kalt, das stimmt. Also im Sommer, nee, wir holen das vorher nach. Ja, Vielleicht in Norwegen, der ist auch kalt. ja let's go. Das ist egal, welchen Fisch du fängst, weil du musst schwimmen gehen. Ja, Du da, hast- wir waren da schon in Norwegen schon. Ja, Also okay. wir sind da ja, mal okay. reingejumpt. Also da wird sich anbieten. Sauna vorher. Ja, genau. Whirlpool Wir hoffen, vorher. euch hat die Folge gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren, wie immer. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bucketlist Bett. abgehakt. Ja. Angelt habe ich jetzt mit dir. Das ist Das war die Bucketlist und jetzt ist für 26 mit dir einfangen.